Hey Leute, ich bin's wieder, euer Ranger Jones und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich hier im äußersten Südwesten von Rheinland-Pfalz unterwegs, in der Nähe von Pirmasens, unweit der französischen Grenze. Ja, und hier steht dann echt das Highlight. Hier steht die höchste Windkraftanlage von Rheinland-Pfalz. 241 Meter Gesamthöhe. Das ist eine Vestas V150 mit 166 Meter Nabenhöhe. Auch Premiere für mich, ich habe noch nie eine V150 gesehen. V136 war immer so das Größte. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt. Ja, da ist sie, die Anlage, die jetzt leider steht. Das ist die V150 mit 166 Meter Nabenhöhe, 4,2 Megawatt. Da findet gerade eine Wartung statt. Ich habe gesehen, da hat sich jemand aus dem Maschinenhaus abgelassen. Ja, wenn ich Glück habe, dreht sie sich noch. Ansonsten hier steht noch eine zweite V150, allerdings nur mit 149 Meter Nabenhöhe. Das ist auch schon eine ganze Menge. Und ja, auf jeden Fall geil, endlich mal eine V150 zu sehen. Richtig cool. Ja, erbaut wurden die zwei Anlagen letztes Jahr, 2020, und projektiert von Juvi. Da sieht man es nochmal, das Logo von Juvi. Einer der größten Player hier in Rheinland-Pfalz. Juvi und Abowind sind so die beiden größten Projektierer hier in Rheinland-Pfalz. Ja, neben den beiden V150 stehen hier noch drei Nordex-Anlagen. 3 N117 mit 3 Megawatt. Auch cool. Von 2018. Die haben jetzt noch das ältere Gondeldesign. Die neueren haben ja das Design von der Delta 4000 Plattform. In Wieringer Meer habe ich ja unzählige V117 gesehen, N117 gesehen. Die sehen ein bisschen anders aus von der Gondel her und auch ein bisschen leistungsstärker. Die hatten 3,6, die hier haben jetzt 3 Megawatt. Da hinten steht die andere und ich stehe auch gerade unter einer. Ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen Richtung V150. Drohne ist natürlich auch dabei, dass ich ein paar geile Aufnahmen machen kann. Und ja, dann berichte ich von dort. So, ich stehe jetzt hier nochmal unterhalb von der Nordex. 134 Meter Nabenhöhe schätze ich, die ist jetzt nicht so hoch. Oben drüber ist auch eine fette dunkle Wolke. Die macht auch gute Umdrehungen heute, es ist echt sehr windig heute. Ja, Projektierer war hier Procon, ist hier auch öfters in der Region unterwegs. Ja, und die Anlagen haben eben noch das ältere Design. Die neueren N117, jetzt wie in Wieringer Meer, die haben das Design der Delta 4000. Sieht das Maschinenhaus ein bisschen anders aus. Und die Anlagen hier haben 3 Megawatt, in Wieringer Meer, die hatten 3,6, also nochmal ein Upgrade. Aber trotzdem eine geile Anlage. Sonst sieht man immer nur N131, aber N117 sieht man hier nicht so oft. Weil ich auch verrückt finde, ja, die Anlagen haben gar keine Zackenbänder. Ich glaube, das ist auch optional, also manche Anlagen haben welche, andere Anlagen haben es nicht. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob man es braucht vom Schall her. Da sieht man jetzt auch schön den benachbarten Windpark, Riedelberg, da stehen einige Enercon-Anlagen. Ja, und hier drüben sind dann die beiden anderen N117, also insgesamt 3 Stück hier im Windpark. Und da drüben die V150. Ach geil! Und die große V150 dreht sich jetzt auch endlich. Geil, ey. Jetzt ist der Service wieder weg, so wie es scheint. Und jetzt läuft auch die große. Geil. Ja, da fahre ich jetzt hin und muss mich unbedingt drunter stellen.
Hier nochmal ein sehr schöner Blick auf den benachbarten Windpark Riedelberg. Hier stehen auch nochmal einige Enercon-Anlagen, 8 Stück insgesamt, auch direkt an der französischen Grenze. Ja, größtenteils E82, 6 Stück und 2 E70. 4 E82 mit höherem Turm, 138 Meter, auch mit schöner Tagesbefeuerung. Ja, ist mir jetzt öfters schon mal aufgefallen, dass die Anlagen an der französischen Grenze oft Tagesbefeuerung haben. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat, vielleicht irre ich mich da. Das ist nur so eine Vermutung. Aber in Frankreich, die Anlagen sind ja alle komplett weiß mit Tagesbefeuerung. Vielleicht hat man deshalb gesagt, ja, die Anlagen an der Grenze machen wir auch mit Tagesbefeuerung. Ja, aber die anderen beiden, E82 und die E70 hingegen, haben dann auch wieder 2 rote Streifen an den Rotorblättern. Also, ja, keine Ahnung, kann auch keine Bedeutung haben. Ja, die beiden hier mit 98 Meter, 108 Meter Nabenhöhe, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und ja, dann noch 2 E70. Schöner Windpark. So, ich stehe jetzt unter einer der beiden V136, die kleinere der beiden mit 149 Meter Nabenhöhe. Aber das ist schon beeindruckend genug. Schaut euch das an, ey. Boah, das ist krass, ey. Alter, sind die Rotorblätter fett. Boah, das ist echt beeindruckend. Also ich stand ja schon unter einigen V136er, aber das hier ist nochmal eine ganze Hausnummer größer, ey. Wahnsinn. Krass sind die lang. Oh, der Hammer. Ach, schön, wie sie sich so langsam dreht. Echt geil. Boah, der Wahnsinn. Da wirkt der Turm, 149 Meter, wirkt der echt nicht mehr so groß bei diesen langen Latschen. Wahnsinn. Und das ist jetzt die kleinere der beiden. Die größere steht jetzt hier hinten mit 166 Meter Nabenhöhe. Krass, ey, das ist auch echt normal. Ein ganzes Stück größer, ey. Wahnsinn. Boah, ich bin echt gespannt, wenn in den nächsten Jahren überall solche Anlagen gebaut werden. Vielleicht werden am Schwarzwald ja auch noch welche gebaut. Wäre auf jeden Fall geil. Wahnsinn, ey, dieser fette Rotor. Das ist echt der Hammer. Ah, schön, da ist sogar das Vestas-Logo drauf. Und auf der anderen Seite steht Juvi. Die ist auch echt relativ leise, also die hört man echt kaum. Die läuft ganz, ganz ruhig. Hammer, dieses Riesenteil, ey, Wahnsinn. Tolle Anlage. Ja, es geht schon ein bisschen Wind heute, es ist nicht super stark. Schön, dass die Anlagen wenigstens laufen, aber ja, wenn hier richtig stürmisch ist, da biegen sich die Rotorblätter bestimmt echt richtig krass im Wind. So, ich stehe jetzt hier in der Einfahrt zur größeren V150 mit 166 Meter Nabenhöhe, der höchsten Anlage hier in Rheinland-Pfalz, und es ist echt nochmal krasser. Also diese 17 Meter Unterschied, die sieht man. Der ist echt nochmal beeindruckender. V136 mit 166 habe ich auch schon mal gesehen, aber das, diese V150 auf 166 ist schon echt Wahnsinn. Der Turm ist jetzt auch nochmal ein bisschen flaschenförmiger als der 149 Meter Turm. Also erst ist er relativ zylindrisch. Die unteren 2 Sektionen sind auch quasi dreigeteilt aus logistischen Gründen, und dann kommen die Stahlrohre oben drauf, die an einem Stück sind.
Boah, dieser fette Rotor, ey, das ist der Hammer. Wahnsinn. So ein Gigant. Ja, Vestas hat ja die ganze Zeit immer auf seinen Large Diameter Steel Tower geschworen. Jetzt kooperieren sie aber auch mit Max Bögel und bauen Hybridtürme für die Enventus-Plattform. Also 450, 5,6 Megawatt und 462 mit 6 bzw. 6,2. Aber ich muss echt sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie Vestas es hinbekommt, solche riesen Anlagen auf solchen schlanken Türmen zu bauen. Das ist schon echt Wahnsinn. Krass, ja, ein kleiner Rekord hier in Rheinland-Pfalz. Die höchste Anlage noch. Also wenn dann 462 oder so gebaut werden, dann ja, ist wahrscheinlich nicht mehr so. Ist genau 1 Meter höher als die G Cypress 5.358. Die sind nur 260 Meter hoch. Ja, hier drüben sieht man nochmal schön die zweite Anlage, die etwas kleinere. Das sieht man auch, dass der Turm ja echt ein Stück kleiner ist. Aber da kommt halt der Rotordurchmesser nochmal krasser einfach zur Geltung. Geil, ey. Ich hoffe, da werden im Schwarzwald auch bald einige gebaut. Ich hätte eigentlich schon gehofft, dass sie bei der Falkenhöhe 450 bauen, aber es wurden dann doch nur 136er. Naja, aber ich hoffe, in den nächsten Jahren wird sich einiges tun. Ja, da sieht man so ein schönes Juvi-Logo. Juvi dominiert ja eigentlich Rheinland-Pfalz. Juvi und Abowin sind so die zwei größten Projektentwickler hier in Rheinland-Pfalz. Ja, ich stelle mich jetzt aber doch nochmal unter die 166er hier drunter. 166 Meter Nabenhöhe und muss es einfach nochmal auf mich wirken lassen. Ich stehe jetzt nochmal unter der größeren der beiden Anlagen und das ist echt nochmal ein Stück krasser mit dem 166 Meter Turm. Hier sieht man auch, wie cool der geformt ist. Das sieht echt aus wie so eine riesige Sektflasche. Aber der wirkt der Rotor gar nicht mehr so krass. Also bei der 149 Meter Nabenhöhe ist schon ein bisschen krasser. Aber man sieht deutlich den Unterschied zur 436. Also die Rotorblätter sind echt ein ganzes Stück länger. Und doch echt nochmal krasser gebogen. Jetzt mal oben hier das oberste Rotorblatt anschaut, das oben so vorbeizischt. Das ist echt krass, das ist echt wie so eine Krake. Wahnsinn. Und das Ganze auf so einem schlanken Turm, ey. Schaut euch an, wie schlank der ist. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, hier sieht man jetzt auch, ja, das unterste Segment, das besteht aus 3 Teilen. Das wird hier verbolzt. Das sind 3 Halbschalen. 3 Schalen. Und dann das zweite Segment, kurz bis über den roten Ring, das sind dann 2. Und dann kommen oben die Stahlröhren drauf. Wahnsinn, dieses Teil. Krass, wie so eine Krake. Wahnsinn. Ja, echtes Highlight für mich. Meine erste V150. Ich bin echt gespannt, wann ich mal die erste Enventus sehe. Da freue ich mich schon drauf. Vom Design her dann nochmal ein bisschen anders. Nochmal riesiger vom Maschinenhaus her. Aber ja. Der Rotor ist schon echt beeindruckend. So, jetzt stehe ich mal direkt unten drunter. Ja, ist schon krass. Also, auch wenn der Turm relativ schlank ist, ist es schon echt krasse Ausmaße. Und die Bolzen sind echt verdammt groß. Krass, was sie in Gewicht halten müssen. Ja, und hier sieht man jetzt schön diese Fuge, wo die beiden Stahlsegmente, also diese Schalen,
miteinander verbunden sind. Das ist jetzt so eine Silikonfuge. Ja, aber auch von hier aus sieht man jetzt nochmal die geile Form von dem Turm. Das ist schon echt ein krasses Teil. Boah, sieht echt geil aus. Gucken, ob der Turm wackelt. Ja, der wackelt schon ein bisschen. Ist nicht extrem, aber krass, ey. Hier würde ich gerne mal bei richtig starkem Wind runterstehen und gucken, wie der wackelt. Das ist schon echt der Wahnsinn, ey. Was der aushalten muss an Gewicht. Echt schon eine Meisterleistung. Sieht auch geil aus, wie die Rotorblätter hier vorbeizischen. Echt richtig geil. Solche riesigen Rotorblätter, ey. Ja, zum Abschluss hier echt nochmal ein tolles Bild. Die beiden Anlagen in voller Größe. Vorne die mit 149 und hinten die mit 166 Meter. Das sind echt richtige Giganten. Also das ist echt beeindruckend. Ja, habe mich jetzt auch echt gefreut, endlich mal eine V150 zu sehen. Ja, die sind noch relativ selten. Werden jetzt immer mehr gebaut, aber ja, man sieht sie noch nicht überall. Bin echt gespannt, ob die im Schwarzwald auch mal gebaut werden. Ja, hier hinten sieht man noch mal schön die Nordex-Anlagen, die N117, die 3 Stück. Und hinten dran dann der benachbarte Windpark mit den Enercon-Anlagen. Ja, ich hoffe, das Video hat wie immer gefallen. Schreibt gerne Kommentare, wie ihr die Vestas V150 so findet. Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bleibt zuversichtlich und bis bald.